Tag zusammen. Was siehst du? Oh, schöne Decke. Ja, Wahnsinn, ne? Was man so aus Stoff alles machen kann. Besonders wenn es so kleine Stücke sind hier. Da kannst du so wahre Wunderwerke draus machen, ne? Ja, und hier in Nordamerika ist Quilting, so heißt das ja, wahnsinnig populär. Ja, da gibt es Unmengen von Leuten, die das machen und können. Also die habe ich jetzt nicht selber gemacht, ne? Ich kann so jetzt nicht. Hätte ich ja keine Geduld für, oder da. Hey, mit den kleinen Musterchen und die erst mal zusammensetzen und dann schauen, wie sieht das am besten aus. Ne, das ist nichts für mich. Das kann ich nicht. Und vermutlich ist das Quilting auch nur an einem ganz stinknormalen Donnerstag erfunden wurde, als einer da saß mit einem Haufen von solchen Stoffresten, ne? und hätte sich gedacht, ja, zum Wegschmeißen ist das zu schade. Was mache ich da jetzt draus? Und dann hätte die Stücke all zusammen genäht und zack, eine Decke entstand. Nun war die ja nicht besonders warm, also wollten wir da noch eine Stoff darunter legen und dazwischen so eine kleine Lage Flanell. Und so wurde das Quilten erfunden, kann ich mir vorstellen. Ne? Aber die Wahrheit ist, das ist viel älter als man denkt. Nämlich schon im alten Ägypten haben die Menschen gequiltet. Ist das Deutsch, quiltet? Auf jeden Fall sind die da mit den gesteppten Mänteln rumgelaufen im alten Ägypten und das war sehr praktisch, falls es in der Wüste dann nachts frisch wurde, ne, hast du da eine schöne warme Manteljagd. Und auch die Kreuzritter, für die war das auch nichts Unbekanntes. Die hatten so eine Art Unterwäsche aus gesteppten, quiltigen Lagen. Ne? Und das war gut, weil so eine Eisenrüstung scheuert ganz schön auf der Haut. Und das hat dann die zarte Ritterhaut hat die dann geschützt. Später, da landete die Idee hier in Nordamerika, als die ersten Einwohner kamen und ihre Nähkünste mitbrachten. Da gab kein Zurück mehr. Ne? Die frühen Siedler nähten solche Sachen natürlich, um warm zu bleiben. Die haben dann nur Decken draus gemacht, aus alten Kleidungsstücken, ne? Eine alte Jeans, ne? Das wurde alles aufgehoben und die Stellen, die noch nicht durchgescheuert waren, die wurden dann in so einer Decke wiederverwendet. Ne? Und ja, und irgendwann hat sich einer gedacht, also wenn wir schon so hier zusammen nähen, da können wir auch schön machen. Ja, und da wurde dann Quilten eine richtige Kunstform. Aus den Stoffresten entstanden dann so Muster, Sterne, Blümchen, geometrische Formen. Manche Quilts brauchen Monate, andere sogar Jahre, bis die fertig sind. Mit der Zeit wurden Quilts nicht nur warm, sondern auch bedeutungsvoll. In ihnen steckten Erinnerungen. Ein Stück vom Kinderstrampler, ein Fetzen vom Hochzeitskleid, ein alter Hemdärmel vom Opa. Jeder Stoff erzählt ein kleines Stückchen Familiengeschichte. Ein Quilt war damals eigentlich ein aus Stoff gewordener Geschichtenerzähler. Und Quilten ist deswegen so beliebt hier, weil das ist nicht nur ein Handwerk, sondern es verbindet auch Menschen. Ne? Beim gemeinsamen Nähen in Quiltkreisen oder bei Workshops entstehen Gespräche, Freundschaften und ein echtes Gemeinschaftsgefühl. Am Ende entsteht ein gemeinsames Werk, das alle stolz macht.
wie hier die Damen einer Kirchengemeinde. Die treffen sich einmal wöchentlich zum gemeinsamen Quilten. Und während sie Stoffe zuschneiden, nähen und Ideen austauschen, entstanden nicht nur wunderschöne Decken, sondern auch Freundschaften und jede Menge Lachen. Die fertigen Quilts werden an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, die dafür sorgen, dass Heimbewohner im Winter nicht frieren müssen. Wir haben kalten Winter und im Herbst, voriges Jahr haben wir fast 50 Decken zu Ray of Hope hingebracht. Und das war im Oktober und da haben sie gesagt, ja, die Leute fragen schon danach, weil es kalt wird draußen. Ich kam hier zu dieser Kirche und die machten das und so habe ich gedacht, ist ein Weg, die Leute kennenzulernen. Und da ich schon mein Leben lang nähe und die brauchten jemanden, der das Nähen macht, die Edging. So bin ich hierher gekommen. In jeder Decke steckt Herzblut, Gemeinschaft und Kreativität. Und Hück hängen Quilts nicht nur über Betten, sondern auch im Museum. Die werden da bewundert wie Gemälde oder Skulpturen. Manche sind klassisch mit filigranen Mustern und traditionellen Farben. Andere knallbunt oder modernen Design, was sofort in das Auge springt. Und wieder andere erzählen persönliche Geschichten, alles zusammengefügt zu einem lebendigen Erinnerungsstück. 43.000. Wie hier, der afrikanische Quilt, der wird demnächst versteigert und das Angebot fängt mit 43.000 kanadische Dollar an. Wisst ihr, wie viel Geld das ist für so ein Stück Stoff? Ich meine, das ist schön, aber 43.000 Dollar? Da hätte ich mal lieber ein neues Auto kaufen. Aber egal, ob modern oder alt oder im Museum oder hier bei mir zu Hause, alle Quilts haben jetzt gemeinsam. Und zwar sind die eine Mischung aus Wärme, Kreativität und ganz viel kleines Stoffrest. Aus vielen winzigen Teilen kann eine große Geschichte werden. Ja, das war es für heute von meiner Sicht. Ich wünsche euch jetzt Schönes. Bis bald. Tschüss.